soweit die Woche besprochen. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas auf dem Plan, was ich vergessen habe? Ja, das ist ein YouTube-Video auf jeden Fall. Ach ja Gott, YouTube-Video. Ist ja schon fast wieder Ende des Monats. Ja. Ne? Steht auf dem Plan. Ja. Ja gut, wir haben ja hier alles besprochen. Mache ich zu. Super. Und dann legen wir los, okay? Perfekt. Aber noch schnell einen Anruf. Die Deutsche Römerin, der Nett am Telefon. Einen schönen guten Morgen. Für morgen noch die Kolosseumstour. Okay. Prüfe ich gerade noch einen Moment. Bleiben Sie gerade einen Moment in der Leitung. Also aus Erfahrung kann ich dir sagen, das wird jetzt einen Moment dauern mit dem Anruf mit der Annette. Ich glaube, wir müssen schon ohne sie losziehen. Okay, dann gehen wir mal. Ja. Das heißt, wir ziehen ohne sie los und treffen sie später. Buongiorno! So, ich stehe hier mit der Clara. Und ich mit der Marie. Und egal ob jetzt mit oder ohne Annette, wir testen heute für euch die interaktiven Museen für unser neues YouTube-Video. Auf geht's! Los geht's! Zusammen nehmen wir euch heute mit ins Ikono-Museum. Nur 2 Minuten Fußweg vom Pantheon wollen wir heute mal das Museum der interaktiveren Kunst und modernen Kunst erkunden. Ja, wir sind schon gespannt, oder? Was uns erwarten wird. Ja, verschiedene Räume mit Illumination und bunten Ausstellungen und dann nehmen wir euch jetzt mal mit. Aber ich würde sagen, erst springen wir ins Bällebad. Ja, natürlich. Dann lass mal los. Okay. Zusammen? Ja. Bei 3? 1, 2, 3. Nächstes ist der Raum mit einem kleinen Labyrinth, ein maximalistisches Werk inspiriert von der Renaissance. Und es handelt sich hier um das Werk der Künstlerin Heda Bellino. Okay, mal gucken, ob du mich jetzt findest, wenn ich hier mich verstecke. Oh nee! Wo bist du denn? Ah, da! Und ihr seht, die kleinen, es sind eigentlich im Grunde nur Kratzer auf Glas, wodurch die Heda die Kunst hat entstehen lassen. Und genau so ist es auch im richtigen Leben, wie sie beschreibt, dass man erst durch Challenges und ja, vielleicht Schicksalsschläge gehen muss und dadurch werden die Charaktere und die Persönlichkeiten erst geformt und jede Person ist einzigartig, wie eines der Kunstwerke hier. Das ist ja schon eine Message eigentlich. Ja, Ne? eine tiefsinnige Botschaft eigentlich. Ja. Cool. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Den Konfettiraum. Schon sehr bunt hier, ne? Ja, Konfetti. Oh, guck mal, man Okay, sieht schon, hier wird schon gefällt mir. Konfetti wird schon gestreut. Ja, dann lass mal die Kanone anschmeißen. Natürlich. Ich glaube, wir müssen erst ein bisschen Konfetti sammeln. Okay. Lass mal rein in die Kanone. Nicht zu viel. Kleine Schneekanone hier. Und wo ist Okay. jetzt der Knopf hier? Wo ist der Knopf? Ah, hier, glaube ich. Und jetzt Soll ich wird, drücken, ne? ja, mach mal. Wow! Super, oder? Das war aber ein bisschen kurz. Party hier. War aber ein bisschen kurz. Jetzt kriegst du mal die Schneeladung Okay. hier. Pass auf. Ready? Ja. Irgendwie kommt dann, oh, ja, ja. So, guck mal, Clara, jetzt sind wir hier im Raum der unendlichen Laternen. Kannst du dir was wünschen und in den Himmel schicken? Ja? Wow. Was wünschst du dir denn? Ja, das verrate ich doch nicht. Oh Mann. Aber guck, jetzt sende ich meinen Wunsch nach oben. Aber es hat echt die Illusion, dass die Laternen unendlich sind. Wenn man nach oben guckt, zur Seite, es wirkt größer, als der Raum eigentlich ist. Ja. Sind wir einmal in Japan gelandet. In Yokocho, oder? Yokocho, kleine japanische Gasse. Also hier tauchen wir einmal ein, einen ganz anderen Flair. Und mal schauen, was wir hier so entdecken können in der kleinen Gasse. Da vorne kommt schon eine kleine Bar, sehe ich.
Meinst du, wir kriegen hier einen Drink oder? Vielleicht, wir könnten es mal besuchen. Ja. Vielleicht ist ja zu Hause. Aber guck mal, sitzt keiner dran an der Bar. Ist sie aufgefüllt? Sieht schlecht aus für uns. Schade. Ja. Müssen wir doch auf den Spritz zurückgreifen. Boah, mega cool. Guck mal, die. Also du bist echt keine Schauspielerin geworden. Okay. One Size, lass mal probieren. Ob wir uns hier einblenden können in das Kunstwerk. Ich muss sagen, steht sich aber gerade ein bisschen in meiner Hose heute. Ja, das sticht leider. sich ein bisschen, ne? Aber Verrätst du dich mit der Hose? Mal gucken. dir passt's gut, gell? Ja, meine Hose passt auch noch wohl ins Muster rein. So sind wir jetzt getarnt. Was sagst du? Kann man Sieht uns man noch uns sehen? noch? Okay, probieren wir das nochmal. Ja! Woo! No way! Ja. So, was ist unser Fazit? War cool, aber ich muss sagen, für das Geld vielleicht ein bisschen zu wenig. Ja, wir haben ein paar coole Sachen gemacht. Das Bällebad, die Konfettikanone, Spielautomaten. Man hat coole Instagram-Spots, na klar, wer an Instagram-Fotos interessiert ist. Aber ansonsten vom Preis-Leistungs-Verhältnis eher enttäuschend. Nicht so aktiv, wie ich es mir hätte wünschen wollen. Genau. Okay, ich würde sagen, wir haben ja noch ein paar andere Spots. Probieren wir es weiter. Genau, und der nächste Spot ist das Bramante-Museum. Gleich Und in der mal Nähe, schauen, genau, auch gar nicht unweit vom Pantheon. Das heißt, unsere nächste Adresse ist gleich um die Ecke. Auf geht's? Auf geht's! So, wir sind jetzt hier an Bramante angelangt, über Piazza Navona, vorbei am Pantheon. Und wir sind schon sehr gespannt, was uns hier heute erwarten wird beim Teatro Chiostro del Bramante. Okay, Clara und ich haben uns jetzt 2 Tickets gekauft. Bedeutet, wir sind gerade reingegangen, haben unsere Jacken abgegeben und stehen jetzt drin im Kloster. Und ihr seht schon, Blumen ist das Motto dieser Ausstellung. Und wir laufen jetzt mal rein und schauen uns, was uns diese Ausstellung erwartet. Wir sind jetzt hier im Innenhof von dem Tempel angekommen und ihr seht, wir sind gerade im sogenannten Tempel der Blumen als erster Part der Ausstellung und es sieht wunderschön aus. Aber schaut selbst. Guck mal, was ist denn das? Oh, hier kann man die Blume raten. Boah, lass mich mal raten. Ich kenne mich leider gar nicht so aus, wenn es um Blumen geht. Aber hier steht doch Jasmin. Jasmin ist das. So, wir sind jetzt angekommen in der Wunderkammer. Das heißt, hier sehen wir noch mal einige Ausstellungsstücke, die noch mal auf den Reichtum der Natur anspielen und vor allem auch auf die Kraft der Blumen und der Natur im Allgemeinen. Schauen wir mal. So, ein kurzes Zwischenfazit. Also es ist eine wunderschöne Ausstellung mit ganz viel Liebe zum Detail aufgearbeitet.
Viele Informationen, allerdings, und das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil, die Infotafeln sind alle auf Italienisch geschrieben. Man kann sich einen kleinen QR-Code abscannen und bekommt das Ganze dann in englischer Sprache, allerdings auf deutscher Sprache nicht verfügbar, sodass da einem die Informationen dann doch leider fehlen an der Stelle. Schau mal, das ist die nächste Box. Ach, kann ich mal eine Riechprobe? Boah, das riecht sehr gut. Steht auch direkt Orange Blossom, Orange ist das. Sehr gut. Leute, guckt mal, wo wir jetzt sind, im richtigen Blumentunnel. Und das sind alles echte Blumen, die sind einfach getrocknet. Und die Farben und der Geruch, ist wirklich unfassbar hier. Wow. Die sind bunt von hier. Wirklich? Ja. Wow. Oh mein Gott. Das sieht ja cool aus. Kommt mal mit, der Raum ist nämlich wunderschön. Also wie ihr seht, ihr könnt hier danach eurem Besuch im Museum euch verpflegen mit Kaffee und Kuchen. Von hinten. Clara, wo sind wir jetzt hier? Das ist hier tatsächlich ein kleiner Geheimtipp von uns. Und zwar gibt es hier direkt bei der Ausstellung noch ein kleines Café, wo wir es noch richtig stärken können. Hier gibt es natürlich für uns einen Kaffee und dazu noch was Süßes in dieser wunderschönen Atmosphäre. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Das war's jetzt mit der Ausstellung, aber bevor es noch für uns nach Hause geht, könnt ihr hier auch noch im Bookshop ein kleines Andenken mitnehmen. Hier gibt es wunderschöne Bücher oder irgendwelche Kärtchen, die ihr euch mitnehmen könnt, zum Beispiel hier Lesezeichen auch, als passendes Andenken. So, das war es für uns. Die Ausstellung ist vorbei. Unser kurzes Fazit zu dem Ganzen, wie Marie eben vorher schon erwähnt hat, das ist eine mega coole Ausstellung, gerade wenn ihr total naturverbunden seid, wenn ihr Blumen lebt. Allerdings für Kinder und Familien ist es vielleicht nicht das Beste, aber ansonsten eine absolute Empfehlung von uns. Auch für den Preis finde ich total okay. Oder was sagst du, Marie? Ich stimme zu. Wir sitzen jetzt hier auf der kleinen Piazza direkt vor der wunderschönen Santa Maria Maggiore Kirche. Die ist etwa nur 5 bis 10 Gehminuten vom Termini entfernt. Und Clara und ich haben jetzt eine kleine weitere Mission vor uns. Und zwar besuchen wir heute das Museum delle Illusioni. Das ist gleich ums Eck, 50 bis 100 Meter gleich da vorne. Ich würde sagen, Marie, dann starten wir, ja, oder? Ja, starten wir. Okay. Ja, und guck mal, Clara, direkt hinter der Santa Maria Maggiore Kirche startet auch unsere Esquilin-Tour. Ja. Eine richtig tolle Tour, die sehr, sehr lohnenswert. Der Esquilin ist ja einer von den 7 Hügeln in Rom und einer der etwas unbekannteren, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber ja, es lohnt sich, den Esquilin zu entdecken und das kann man super gut machen mit einer unserer Touren, der Esquilin-Tour. Okay. Die findet ihr übrigens online, könnt ihr gerne mal auschecken auf der Deutschen Römerin-Seite und klickt gerne auch auf unser Video. Da haben wir nämlich ein tolles Video für euch bereitgestellt, wo ihr schon ganz viel zum Esquilin entdecken könnt. Ihr seht, wir sind heute mal zu viert im Pirati unterwegs. Nein, ist natürlich eine kleine Illusion und das ist, worum es hier heute geht. Das Thema ist Illusionen, genau. Genau, und die spielen ein bisschen mit unseren Sinnen und unseren Wahrnehmungen. Und ja, wir sind gespannt, wie wir hier heute herausgefordert werden. Ich glaube, ich werde schwindelig heute hier. Mal schauen. Ja, die Gefahr ist groß. Natürlich
bin ich jetzt hier nicht die Wand hochgekrabbelt. Und ich sitze auch nicht auf der Bank hier, ich lehne mich eigentlich eher an. also ihr seht, wir haben euch ein bisschen vorgeführt, denn der Raum ist natürlich... Alles Illusion. So, wie man jetzt hier sieht, man hat hier ein kleines Fenster oder einen kleinen Bildschirm eigentlich. Das ist aber nur ein Bildschirm und dank der Reflexion hier wird aber so eine Art Prisma hier eigentlich abgebildet. Also je weiter man hier nach hinten geht, umso größer wird dieser Prismaball. Das ist wirklich crazy. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Jetzt haben wir eine kleine Challenge vor uns. Und zwar müssen Clara und ich jetzt über eine Brücke laufen in einer sich drehenden Box. Und da dreht sich an sich gar nichts. Aber wir werden den Eindruck haben, dass wir uns mit der Brücke wie in so einem kleinen Hamsterrad drehen. Und mal gucken, ob wir da durchkommen. Okay. Okay, eine Hand hier festhalten und los, Marie. Dreht sie schon? Oh Gott. Oh Gott. Mir wird schon voll schwindelig. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns kaum. Oh Gott, oh Gott. Es dreht sich halt gar nichts, aber jetzt sind wir gleich auf dem Kopf für mich. Oh Gott, jetzt sind wir auf dem Kopf. Oh Gott, mir ist es Oder? schwindelig. Mir auch. Wo ist der Ausgang? Oh Gott. So, mir ist es ein bisschen schwindelig. Dir auch? Ja, auch sehr doll sogar. Oh wow. Okay, es war auf jeden Fall richtig lustig. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht umfällt, weil einem wird wirklich schnell schwindelig, wenn sich das alles so dreht wie im Hamsterrad. Hallo Marie, wie geht's dir so? Sehr gut. Ich habe den ganzen Stuhl für mich. Ja, könntest du mal rüberrutschen und mich auch mal sitzen lassen? Komm rauf. Ja, fühlt sich ganz gut an. Ja, aber wie kommt das, dass du auch auf den Stuhl passt? Du warst doch gerade noch so groß. Ja, ich bin geschrumpft, ja. Geschrumpft? Ja, wir sind ja gleich groß. Okay, jetzt tauschen wir einmal unsere Gesichtsparts. Genau. Also Nase, Augen, Mund. Ich habe deinen Mund und deine Nase auf jeden Fall. Und meine Augen, glaube ich, und mein Kinn. So ein Mini-Ass haben wir jetzt kreiert. Aber es wäre doch ganz süß, ich bin mal gespannt, wie das Endprodukt aussieht hier. So, wir haben das Stadtzentrum verlassen und befinden uns jetzt im Stadtviertel Eur. Wir stehen jetzt vor einem weiteren Museum, was wir heute für euch testen wollen, und zwar das Ballonmuseum. Da findet gerade die Euphoria-Ausstellung statt. Wir sind schon ganz gespannt, was uns erwartet. Auch hier wieder ein Museum der interaktiven Kunst, das heißt aufblasbare Kunst, Inflatable Art. Internationaler Künstler und Künstlerinnen, die wir uns hier heute anschauen werden. Es gibt Räume, da kann man in aufblasbare Ballons reinlaufen, interaktive Kunst erleben, Licht- und Farbspiele gestalten oder miterleben. Und ja, wir schauen mal, was das Museum für uns bereithält. Kommt mit! Wir befinden uns jetzt in dem ersten Raum. Und was ihr hinter mir erkennen könnt, das ist etwas, was wir alle im Alltag benutzen. Das sind Müllbeutel, 220, wenn man genau ist, die sich hier mit Luft aufblasen und dann die Luft wieder abgepumpt wird. Tja, wer hätte schon gedacht, dass der Müllbeutel mal zur Kunst wird? Wir sehen gerade eine Ausstellung von dem Künstler Felipe Parone. Es ist ein leerer Raum und wenn man nach oben schaut, sieht man aufgeblasene Ballons mit Helium, die an der Decke hängen. Und die haben die Form von Sprechblasen, wie man sie eigentlich aus Comics kennt. Speech Bubble. Und das Ganze soll quasi suggerieren, dass man sich in einer Traumlandschaft aufhält und all das Gesagte und Gesprochene durch die Lüfte schwebt. So, nächster Raum. Und ich fühle mich direkt wie beim Aquarium hier. Die ganzen Fischis hier. Gut, das war ein Delfin, ne? Das war kein Fisch. Aber das hier, das macht nicht nur Kindern Spaß, sondern auch mir. Sieht ja doch ein bisschen so aus wie so überdimensionale Boxsäcke von hier, oder?
so, hinter mir, das hat mich sofort an etwas erinnert und alle, die SpongeBob früher geguckt haben, die wissen es bestimmt. Und zwar, ich habe es extra nochmal rausgesucht für den Vergleich, das ist Mrs. Puff, oder? Faszinierende Ähnlichkeit zwischen den zwei. Okay, wir laufen jetzt hier rein in ein, sieht ein bisschen aus wie ein Gartenhaus, gefüllt mit Luftballons. Hallo! Hallo, ich bin natürlich auch da. Also ich glaube, ich gehe jetzt mal eine Runde schwimmen. Oder ab ins Bällebad mit mir. Ich sehe jetzt halt einfach auch nichts mehr, ne? Aber und das Bällebad hier im Vergleich zu Mykonos, also kann das Mykonos wirklich einpacken. Das ist riesig, ja. Guck mal, was wir jetzt bauen, sieht fast ein bisschen aus wie eins von den alten Aquädukten, die man noch in Rom sehen kann, oder? So ein altes römisches Aquädukt. Nur, dass meins in 2 Sekunden unten sein wird und das von Agrippa immer noch steht. So, wir sind jetzt hier am Ende der Ausstellung angekommen und haben natürlich noch ein kleines Feedback für euch. Und zwar, wir finden, es ist auf jeden Fall sehenswert, gerade bei Schlechtwetter wie Regen. Es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, irgendwas innen drinnen zu machen. Es ist halt ein bisschen außerhalb der Stadt, das heißt, man müsste halt mit Metro oder Bus hier hinfahren, aber es ist auf jeden Fall gut erreichbar. Ja, würde ich auch sagen. Und man bekommt wirklich viel zu sehen, also einige Räume, wo man sich wirklich interaktiv beteiligen kann. Gerade, wir haben wirklich viele Kids gesehen auch heute. Ja, also gerade für die Kleinen ist das ein großer Spaßfaktor. Und, aber auch für uns. Also auch wir hatten nicht nur für die Kleinen, auch Spaß für Groß und Klein ein Spaßfaktor. Und ja, wir würden sagen, Daumen hoch. Gut, wenn er jetzt schon nicht zu uns kommen konnte, kommen wir zu ihr und zwar mit einem Aperol Spritz. Annette, wir sind zurück. Ach Mädels, meine fleißigen Mädels, wie war's denn? Hat alles gut geklappt? Sehr gut, hat alles geklappt, schau. Wunderbar. Jetzt kommen wir zum besten Part des Videos, zum Aperol Spritz Part. Na toll, da freue ich mich auch auf das Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann Video liken, Kanal abonnieren und bis das Aperol nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ich habe dir was Scheiße. anderes gesagt gehabt, das ist jetzt gar nicht mal richtig. soll ich was sagen? Oh. Leute, es mir nochmal. Ich bin gerade überlegen, wie ich das kurz zusammenfassen kann. Sorry. Wir können ja auch so tun, als ob wir uns unterhalten würden, oder? Du schneidest ja eh Musik drauf. Hallo, hallo. Ich glaub, du musst es machen. Buonanotte.